Sie zeigten mir, wir kehrten zu etwas zurück, das vergessen war. Dass die Erde einst im Gleichgewicht war und dass sie frei von Emotion, Negative Emotion. Ich möchte Ruth begrüßen, Schneiderin bei Rousseau. Wie geht es dir, Ruth? Hallo Alex, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Oh, vielen Dank. Ich freue mich darauf, mit dir zu sprechen, denn du führtest ein sehr interessantes Leben, gelinde gesagt. Was deine Nahtoderfahrungen angeht und deine spirituellen Erlebnisse, aber auch deine Fähigkeiten im Channeling und wen du channelst, sowie die Botschaften, die durch deine Kanäle kommen, ist ziemlich bemerkenswert. Also fangen wir ganz von vorne an. Wörtlich genommen von Anfang an, anscheinend schon als du ein paar Monate alt warst, begann das bei dir. Kannst du mir von deiner ersten Nahtoderfahrung erzählen? Mit 16 Monaten erlebte ich eine Nahtoderfahrung. Strahlung wurde auf meine Wirbelsäule angewandt. Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre war das üblich. Die Strahlung kam direkt auf die zu behandelnde Stelle. Und ich bin hinübergegangen. Sie wussten es. Sie belebten mich wieder. Als ich es tat, ging ich heim. Güte. Sie ist niemals verschwunden. Niemals. Sie war immer schon in meinem Herzen. Nur die Liebe, die ich empfunden habe. Und als ich zurückkam, war der Rest meiner Kindheit so, dass ich erst mit 13 Jahren Fahrrad gefahren bin. Ich hatte Herzprobleme. Es gab Narbengewebe von der Strahlung und daher gab es Komplikationen. Und ich war ungefähr 6-mal im Krankenhaus. Aber ich möchte nachfragen, denn ich hatte natürlich nie eine Nahtoderfahrung mit 16 Monaten. Zu diesem Zeitpunkt hatten Sie sicher wenig Lebenserfahrung. Sie waren noch nicht einmal ganz bei Bewusstsein. Würden Sie sagen, dass Sie damals eher Seele waren oder stärker mit der Seele als mit dem Menschsein verbunden? Die menschliche Erfahrung, würde ich sagen. Aus meiner Erfahrung, jetzt mit den Meistern zu arbeiten und zu lernen. Ich würde sicher ja sagen. Hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich wohl gesagt, ich sei unsicher. Doch heute würde ich klar ja sagen. Es hat Alex nie losgelassen. Ich hatte als Kind viele Probleme. Wir gehen jetzt nicht ins Detail, aber trotz der Schwierigkeiten wusste ich stets, wo ich Hilfe finden konnte. Ich weiß nicht, ob ich so oft um Hilfe bat, wie ich die Energie berührte. Schon als kleines Kind wusste ich, dass ich das konnte. Das kann doch jeder, ging es mir durch den Kopf. Ich war Schüler an einer katholischen Schule. Als gläubiger Katholik empfand ich es als sehr verwirrend, wenn der Priester in seinen Predigten vom Teufel und Ähnlichem sprach. Ich habe es nie verstanden, also muss ich wohl sagen, ja, aber selbst wenn das passiert, kann man es verlieren. Du weißt, was ich meine? Also, wenn man Trauma und alles durchmacht, musste ich lernen, wie man damit umgeht. Was war also deine zweite Nahtoderfahrung? Meine zweite Nahtoderfahrung hatte ich mit 20 Jahren. Ich war im 7. Monat schwanger mit meinem Sohn. Ich ging zum Kardiologen für ein Elektrokardiogramm und ich erlitt Herzstillstand auf der Liege. Der Gynäkologe hatte das Gefühl, dass das daher rührte. Das Baby die Hauptarterie abklemmte. Aber aufgrund meiner Herzvorgeschichte waren 5 Kardiologen im Krankenhaus. Sie empfingen mich, da sie mich durch viele Röntgenuntersuchungen schickten, überzeugt, ich würde jene Nacht sterben. Priester kamen für die letzte Ölung und der Operationssaal war bereit, um das Baby zu entbinden. Und als mir das passierte, ging ich rüber, kurz gesagt. Ich bin rübergegangen und genau dann. Ich spürte eine Liebe, die alles übertraf. Sogar den Geist meines Sohnes begrüßte ich. Kurz gesagt, mir wurde mitgeteilt, dass ich zurück könnte, aber nur, wenn ich Liebe sagte. Denn ich hatte eine Liebe erfahren, die alles übertraf, und das vergaß ich nie. Und wenn ich nur das Wort Liebe wiederholen und Atemübungen machen würde, dann mir wurde gezeigt, was das bewirken könnte. Das Baby käme zur Welt und alles wäre gut. Wenn ich Angst bekäme, was leicht passierte, da der OP schon bereit stand. Meine Eltern dachten, ich stürbe, weil der Priester da war. Ich bat ihn zu gehen, denn Sterben war nicht mein Plan. Ich wiederholte Liebe 50 Millionen Mal die ganze Nacht und atmete.
Alle 15 Minuten wendeten sie mich, auf Wunsch des Gynäkologen, damit es dem Baby gut geht. Sie hatten mich 5 Tage an Monitore und Infusionen angeschlossen. Insgesamt 7 Tage im Krankenhaus. Sie glaubten, es würde nicht klappen. Also, als du drüben warst, was hast du gesehen oder war es nur ein Gefühl? Nun nein. Nun, du musst verstehen, dass ein Teil von mir immer beim Baby blieb. Ich meine, ich würde es niemals verlassen. Aber ein anderes Bewusstsein von mir ging hinüber und ich traf erneut einige Wesenheiten, die ich nun channel. Sie sind einfach, sie gaben mir diese Informationen, damit ich sie bei meiner Rückkehr nutzen konnte. Es war wirklich wie bei der Meditation, wo man Atemtechniken verwendet und einfach in Stille sitzt. Es ging nicht darum, die Angst zu schüren, denn die Angst war maßlos. Ich meine, sie waren überzeugt. Sie sprechen sogar offen am Schreibtisch darüber und ich konnte hören. Sie glaubten nicht, dass sie die Nacht überstehen würde. All das also. Aber was ich daraus gelernt habe, Alex, ist die Kraft des Wortes Liebe. Und sie hat mich niemals verlassen. Und sie ist immer noch der Hauptteil unseres Buches, das menschliche Herz und die Liebe. Nun, dann frage ich dich, du erwähntest einige aufgestiegene Meister getroffen zu haben, die du nun channelst. Kannst du uns sagen, wer sie waren und wie präsentieren sie sich dir persönlich? Es war Jesus, den ich erkannte, die Mutteraspekte, wohl auf verschiedene Arten. Eine war Mutter Maria. Und einfach nur all diese anderen Energien, die ich nicht erkannte. Ich wusste nichts darüber, denn ich war Katholik. Überhaupt keine. Was passiert danach? 2 Monate später wurde das Baby geboren. Und er war vollkommen gesund und alles war einfach wunderbar. Das ist großartig. Also gut, dann lass mich dich fragen, wann war deine dritte Nahtoderfahrung? Im Ernst jetzt, du musst wirklich aufhören mit den Nahtoderfahrungen. Das ist Wahnsinn. Nein, das ist Irrsinn. Ich möchte etwas mit dir teilen, das mit Klang anfing. Es begann mit einem Klang. Im Rollstuhl sitzend hatte ich viele Probleme und schleppte mein Bein nach. Mein Sohn bat mich, zu einem Potluck zu kommen, also nahmen wir meine Töchter mit. Ich hatte 4 Kinder. Die Söhne waren älter, die Töchter noch jung. Wir stiegen ins Auto und er bat, kannst du das singen? Sing mit mir Om Namah Shivaya. Ich wusste nicht, was Om Namah Shivaya bedeutete. Mama, das ist Gott in uns, erklärte er. Er kannte mich gut, also verstand ich. Er meinte, das wird dir gefallen. So begannen wir zu singen. Wir harmonierten während der gesamten 45-minütigen Fahrt. Als wir ausstiegen, spürte ich keine Schmerzen. Meine Beine funktionierten perfekt. Das führte mich auf den Pfad, die Wirkung des Klangs zu erforschen. Und niemand in der Umgebung war informiert. Also holte ich selbst Informationen ein. Es wurde zu einer Reise voller Klang, menschlichem Herzen, Atem und Arbeit. Mein drittes Nahtoderlebnis. Alex. Nein, ist das so? Hattest du diese Eingebungen vor deiner spirituellen Erfahrung oder kamen sie erst, nachdem du diese spirituelle Erfahrung gemacht hattest? Ich bekam schon Informationen vor dieser dritten Nahtoderfahrung. Ich war bei einem Zentrum, das Human Heart Institute genannt wurde, und ich war der Lehrer. Ich channelte und ich war es, der die Meditationen leitete. So, ich channelte bereits zu dieser Zeit. Ich channelte verbal im Jahr 1991. So war es. Es war interessant, als ich hinüberging. Ich nahm ein Antibiotikum wegen einer Harnwegsinfektion. Chronische Blasenentzündungen erforderten es, trotz früherer Antibiotikaallergie. Und natürlich bekam ich eine schreckliche allergische Reaktion. Und ich ging rüber und hörte beim Überqueren ein Geräusch. Und es erfüllte das gesamte Universum und kam dann zurück mit allen Harmonien und umhüllte die Erde und stieg dann wieder auf. Und ich dachte, wow, ich wurde von allen Meistern begrüßt, die ich gerade channel und kenne. Doch es gibt noch viele andere in der Gruppe. Sie haben es mir gezeigt, was gerade passiert. Und ich war verblüfft, Alex. Ich meine, ich saß da und dachte, wow, okay, Leute, warum sehe ich das? Dann ging ich auf eine Reise, um die Entwicklungen zu beobachten. Nicht, dass ich alles behielt, als ich zurückkehrte. Alex, das meine ich nicht. Es war ein Lernprozess für mich, als sie es offenbarten, aber sie haben es mir gezeigt.
Sie zeigten mir alles und dann geschah es nicht. 93, richtig? Nicht geschehen. Am 30. Dezember 2020 meditierte ich und plötzlich sah und spürte ich alles wieder, was ich bei der Todeserfahrung gefühlt hatte. Ich fragte, warum sehe ich das jetzt? Sie sagten, weil es ist jetzt. Ich saß da mit Tränen. Ich dachte, wovon sprichst du? Ich dachte, das würde nicht geschehen. Ich dachte, es wäre leicht. Wir haben das alles irgendwie durchgemacht und wir haben es bereits durchgestanden. Und sie sagten nein. Und von diesem Tag an haben wir fortgeschrittenere Meditationen praktiziert und sind tiefer eingestiegen und schrieben mehr. Also, was haben sie dir gezeigt? Was haben sie dir wirklich gezeigt? Und zum Beispiel, was in der Welt passieren würde, wie die Pandemie, all diese Dinge. Menschen starben dabei. Ich will Krankenhäuser sehen. Ich sah Brände und Überschwemmungen. Es waren einfach Erdbeben. Tornados gefolgt von Streitigkeiten. Ich bin keiner, der sehr darauf abfährt. Alles, was weltweit passiert, ist in den Nachrichten. Doch ich sah es, das vorherrschende Chaos. Und es hat mir einen heillosen Schrecken eingejagt. Alex, wirklich. Ich dachte, warum zeigst du mir das? Und sie sagten, weil, für Menschen verständlich, dass Hoffnung besteht, dass es wirklich Schönheit wird entstehen. Das haben sie mir gesagt. Es hängt davon ab, was sie dir sagen. Sie könnten es dir besser erklären als ich. Aber mir wurde gesagt, dass wir genau durch diese Zeit gehen. Es strömt diese ganze Energie von der Erde aus, die die Erde segnet, denn unser Bewusstsein soll sich ja erheben. Und es ist eine Massensache. Sie sagten, es spielt keine Rolle, erklärten mir, egal wer du bist, welche früheren Leben du hattest, egal was, jeder ist gleich und du bist genau, was wir sind. Du weißt es nur nicht. Wisst ihr, ich verneige mich noch Ihnen, aber Sie müssen verstehen, dass Sie lebten hier und die meisten von Ihnen. Alle diejenigen, die... Ich bemühe mich sehr mit einem Buch, bin aber unsicher, ob die Figuren vermischt sind. Sie lebten alle auf Erden, kennen das Leben. Sie erlebten es. Sie lehrten in Ashrams, gaben ihr Wissen vielerorts weiter. Sie waren wie normale Menschen unter uns. Sie sind schon oft gekommen, die Menschheit wirklich in der Dreidimensionalität zu sehen. Sie zeigten, dass wir zu etwas zurückkehren, das vergessen war, dass die Erde einst im Gleichgewicht war und dass sie frei war von Emotion, negativer Emotion. Also wir gewannen zurück. Weißt du, wenn ein Baby zur Welt kommt, Alex, und es Unschuld hat, seine Augen funkeln. Es sieht alles als Schönheit. Das war ihre Botschaft, dass wir so sind. Wir sind es. Wir sind selbst diese Unschuld. Jener Teil in uns, der sich erinnert, unser Wesen kennt es. Wir vergaßen es. Also meinst du, es gab eine Zeit, in der die Erde im Gleichgewicht war und auch Menschen auf dem Planeten lebten? Ja, ist lange her. Lange her, nicht in der Geschichte. Ich glaube nicht, dass wir es jemals finden werden, denn es war eine andere Schwingungsfrequenz. Es war höher als jetzt, also fielen wir in die dreidimensionale Realität zurück. Interessant, interessant. Und jetzt beginnen wir wieder aufzusteigen zu dieser Schwingung. Das ist der Grund, warum diese Unterhaltungen jetzt stattfinden und du nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt wirst, würde ich sagen. Das liegt vor allem daran, dass Gespräche in den Jahren 91 und 90 noch nicht öffentlich waren. Ach nein. Und diese Infos waren wirklich mehr Mundpropaganda. Und die Leute mussten wirklich suchen nach solchen Büchern wie Seths Büchern und diesen anderen Kanälen und Edgar Cayce und solchen Botschaften, denn es war einfach nicht präsent. Und ich habe mich versteckt. Ich meine, ich hatte einen Ex-Mann. Sag es niemandem. Jetzt möchte ich, dass du etwas für mich aufschreibst, aber niemandem von dem, was du kannst.
Ach wirklich? Also er zapft dich an, sagt aber, du sollst nichts sagen, aber welche sind die Lottozahlen? Ja, nein, ich gab auch keine Information. Ich mache nur Spaß, wirklich. Es ist interessant, denn damals war ich voll bei Bewusstsein, voller Kanal. Wir hatten eine Gruppe, ich reiste an verschiedene Orte, sogar im Jahr 2000. Ich reiste bis nach Alaska und arbeitete mit Menschen in physiotherapeutischen Praxen mit Klang. Und dann praktizierte ich Channeling. Und es wurde von verschiedenen Personengruppen akzeptiert. Aber nur kleine, kleine Gruppen. Es war definitiv nicht im Mainstream. Traf PMH Advata auf einem Wissenschaftssymposium. Ich telefonierte mit ihr, weil mir geraten wurde, sie anzurufen. Ich hatte meinen dritten. Nie gestand ich, die anderen beiden zu haben. Ich wusste es nicht. Als ich sie traf, umarmte sie mich und sagte, Liebling. Ich sagte, was? Was? Und sie sagte, du hattest mehrere Nahtoderfahrungen und so viele Erlebnisse. Du solltest dich besser hinsetzen, meditieren und nachfragen. Sie ist so wunderbar. Sie ist so wunderbar. Ich war nicht für einen Vortrag eingeplant und als ich wegen meines Tisches anrief, sagten sie, ja, Ruth, wir haben jemanden. Wir haben einen Stand für dich, wo du dein Buch und Musik platzieren kannst. Ich sagte, okay. Wir trafen ein, Alex stand direkt vor den großen Türen, die sich öffneten. Dann kamen sie heraus und baten, Ru, verlass bitte mit deinem Mann den Stand. Komm herein und halte einen Vortrag. Ich sagte, klar. Also, es wurde dort bei den Wissenschaftssymposien akzeptiert. Und da war Drumvalo. Und ich habe Creon einmal getroffen, als ich gerade erst anfing. Ich wollte nicht einmal mit ihm reden. Ich sagte, du musst mit ihm sprechen. Ich schüttelte ihm die Hand, eine Menge kam und ich dachte, ich bin weg, raus aus der Tür. Also muss ich ihn kontaktieren und sagen, dass ich sie jetzt wirklich treffen möchte. Ja, ja, Lee ist auch wunderbar. Lee ist auch ein wunderbarer Kanal. Also, es gab ein spirituelles Erlebnis, das ich irgendwo las, dass sie waren von Licht umgeben. Sie kamen, um in einem Raum mit ihnen zu reden. Das steht in ihrer Biografie, nicht wahr? Ich weiß, wovon Sie sprechen. Ja, das hatte ich beinahe vergessen. Das da, zwischen meinen zwei Nahtoderfahrungen. Mein damaliger Ehemann hat sich wirklich in alles vertieft. Ich meine, es war jedes Christentum, jeder Buddhismus. Er wurde dabei grau, besonders wenn er meditierte. Er ging zur Meditationsklasse und mein Sohn zum Aikido. Also brachte ich die Mädchen nach oben, um sie ins Bett zu bringen, und ich saß im Bett und stillte. Und plötzlich, und der Einzige, der es je beschreiben konnte, das ist PMH-Wasser. Ich verstehe es nicht. Es war, als hätte jemand das Dach vom Haus genommen. Aber ich war durchaus lebendig. Pflege. Ich wusste, sie mussten es geplant haben, denn ich war direkt dort und verließ den Raum nicht. Dann kam phänomenale Energie und sprach zu mir. Du wirst bringen menschliches Herz, das heilige Herz hinein, Menschlichkeit und ihnen klar machen, dass das Herz weitreichender ist. Menschen werden das künftig verstehen. So war es mit dem Herzen. Ich bin kein Wissenschaftler, ahnte nicht, worüber sie sprachen. Sie sagten, du trägst das in die Welt. Das war vor meinem zweiten Tod, der dritten Nahtoderfahrung. Und ich ging. Wen glauben Sie vor sich zu haben? Ich saß da, dachte, sind die verrückt? Und dann fragte ich, darf ich im Ashram herumgehen und lernen? Ich bin nie irgendwohin zum Studieren gegangen. Es war bemerkenswert. Mein Mann kam heim, ich erzählte ihm davon und er sagte, oh toll, ich meditiere mein Leben lang und du sitzt da, erlebst dieses Großartige, Wunderbare. Es war, als ob, ich kann nur sagen, einige waren im Raum, einer schien Jesus zu sein, der auf dem Bett saß. Eine Stimme kam durch. Es war, als ob, absolut positiv. Wunderbare, offenbarende Stimme. Sie war einfach da und dann weg. Mein Lieber. Und es war einfach wunderschön. Mein ganzer Körper hat gestrahlt und ich saß nur da und dachte, und ich habe es nie vergessen. Und dann hat es sich plötzlich geschlossen und das war's. Es ging darum, die Christus- oder Herzenergie in die Welt zu bringen. Das war der Sinn. Es würde eine Zeit kommen,
wo Menschen dies verstehen. Nun darf ich fragen, da Sie sagten, Sie hätten sich versteckt, wie war es für Sie, als Sie schließlich aus dem Versteck traten? Es war wunderbar. Sie müssen verstehen, ich war wirklich etwa 20 Jahre lang eingesperrt. Wie hätte ich es jemandem sagen sollen? Es war nicht so, aber ich habe geschrieben. Ich wusste es, also leitete es mein Leben und formte mich wirklich. Ich bin weggekommen, weil mein Mann nach Westen ziehen wollte. Wir waren in Neuengland und er sagte, wenn du mich liebst, dann gehst du mit. Unser Haus stand ein ganzes Jahr zum Verkauf und nichts wurde verkauft. Also ging ich mit meinen Töchtern im Kinderwagen spazieren und sagte mir, okay, wenn es so sein soll. Denn Sie müssen verstehen, ich hörte sie bereits und ich schrieb bereits. Ich praktizierte automatisches Schreiben. Ich sagte mir, wenn das wirklich für mich bestimmt ist. Lass das Haus verkaufen. Am nächsten Morgen um 0:80 war das Haus verkauft. Und ich dachte, oh mein Gott, was habe. Du weißt, wir zogen nach South Dakota. Ich weiß es, weil mein Mann Daniel zeitgleich mit mir dorthin kam. Wir lernten uns kennen, nachdem Paul weg war. Der Rest ist Geschichte. Also fing ich an. Ja, ich habe begonnen. Ich sage es dir jetzt, weil viele darauf warten. Und wir gehen gleich zu ihnen, denn ich will, dass du es erfährst. Ich praktizierte automatisches Schreiben, führte Gesundheitsbewertungen durch und traf mich mit Leuten zu Sitzungen. Diese Person sagte zu mir, du kannst lernen, ein Transmedium zu sein. Er sagte, ich denke, das wäre sehr gut für dich, denn deine Hand wird abfallen. Und dann sagte ich, okay, erzähl mir davon. Du musst verstehen, ich konnte Geister hören. Sie waren in meinem Zimmer. Okay? Ja, ich telefonierte mit ihm und er sagte, ich will, dass du sie rufst. Lass sie herein, gib deinen Körper ganz hin, weiche zurück. Es dauert 6 Monate bis ein Jahr. Und ich verzierte eben einen Kuchen für den Geburtstag meiner Tochter. Plötzlich erscheint die Energie der Göttin und spricht, gib deinen Körper nie auf, mein Liebes. Erhebe dein Bewusstsein zum höheren Selbst. Und ich sagte, das ist es nicht. Das habe ich von ihr gespürt, oder? Ich sagte, okay. Er drängte mich immer wieder. Er drängte mich. Und so atmete ich ein. Und ich konzentrierte mich ganz. Plötzlich überkam mich eine Energie, die durchströmte. Und ich ging und brach in Gelächter aus. Es war absolute Ekstase der Freude. Ich saß da und dachte, oh mein Gott. Und ich stehe da und er ist am Telefon. Er sagte, Ruth, geht es dir gut? Und ich sagte, oh, mir geht es mehr als nur gut, Liebling. Genau das passierte. Mir wurde bewusst, ich hatte es bereits drauf. Das war die Erkenntnis. Nach dem Auflegen, innerhalb von 15 Minuten, obwohl er 30 Minuten entfernt war, kam er in mein Haus ohne Anklopfen und fragte, ist alles in Ordnung? Wollte nach dir sehen. Ich sagte, es geht mir prima. So funktioniert Channeling eben. Vokal-Channeling und Trans-Channeling, sie kamen beide zu mir. Glauben Sie, dass sie heute den Wunsch hat, mit uns zu sprechen? Sie sagten zu mir, ich hätte sie gefragt. Ich sagte, sie müssen irgendwo eine Tür öffnen, wenn sie das wirklich verbreiten wollen, denn ich lebe auf dem Land. Und natürlich war da eine Pandemie. Und ich gehe. Was sollen wir tun? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und also hatte ich dich bei PMH gesehen. Ich wollte hingehen und ihr zuhören, weil sie einfach so eine bezaubernde Person ist. Und deshalb habe ich zugehört und all diese Leute gesehen, die Kanäle waren. Und ich dachte, oh mein Gott. Und sie fragten, hast du nicht gefragt? Du wurdest zu mir geführt. Du wurdest zu mir geführt, um in dieser Show zu sein, um diese Botschaft in die Welt zu tragen, was übrigens bei vielen meiner Gäste der Fall ist. Sie versuchen, diese Botschaft an ein breites Publikum zu bringen. Und deshalb bin ich hier. Deshalb bin ich hier. Das ist wunderbar, Alex, und danke dir. Danke dir natürlich. Ich kanalisiere mit offenen Augen, verstanden? Der Grund ist, dass wir dieses ganze Buch geschrieben haben. Es sind 5 Bücher darin. Ich fragte mich, warum sie es in einem Ordner mit losen Blättern wollten, doch dann erfuhr ich, dass sie den 5. Band in den ersten einfügen
und sonst hätte ich alles neu schreiben und veröffentlichen müssen. Also gut. Also halte ich die Augen offen. Gibt es noch Fragen an mich, bevor ich gehe? Nein. Also gehst du in deine Trance. Sie sprechen und dann wechselst du nicht ständig. Richtig? Denn jeder Kanal ist anders. Wenn du drin bist, sind sie drin. Und wenn wir uns dann verabschieden, kommst du wieder zurück? Wissen Sie, ob jemand durchkommt oder kündigen sich Personen an? Oder soll ich nach jemandem Ausschau halten oder so? Möchten Sie nach jemandem fragen? Sie erwähnten, dass Sie mit Aufgestiegenen kommunizieren. Jesus gehört dazu. Er hat exzellentes Marketing. Jeder kennt ihn. Doch mein bevorzugter aufgestiegener Meister ist Paramahansa Yogananda, wie das Bild hier hinter mir zeigt. Das Gemälde dort hinter mir. Ich liebe Herrn Yogananda. Ja, natürlich. Paramahansa. Saint-Germain, vollständig. Es wäre toll, wenn Yogananda erscheinen und sprechen könnte. Während unseres Gesprächs kommen und gehen andere, je nach den Fragen. In Ordnung. Sie werden einfach kommen und ebenso einfach wieder gehen. Und ich weiß nie bei der Frage, wer wird es sein, der sie beantwortet. Sie sind zum Schreien komisch. Ich bin bereit für dich, mein Schatz. Namaste. Namaste, mir eine Freude. Es freut mich auch, mit Ihnen zu sprechen. Sind Sie Herr Paranza Yogananda? Ja, das bin ich. Vielen Dank für das Schreiben Ihres Buchs Autobiografie eines Yogi. Es ist ein grundlegender Teil für mich. Nun wurde es zu einem lebendigen Ding in die Welt gebracht. Das ist es, was dieses Projekt war. Viele von uns haben zusammengefunden, um es in die Welt zu tragen, unabhängig von jeder Religion, denn wir befinden uns gerade in einer Zeit, in der die Erde ihre Frequenz erhöht. Sie sendet unterschiedliche Schwingungsfrequenzen aus. Alle Lehren sind gut, aber wie können wir sie an alle Richtungen weitergeben? Also gibt es hier eine ganze Gruppe von allem? Es ist alles. Möchten Sie zu Beginn Ihrer Präsentation etwas zum Publikum sagen? Ich würde sagen müssen, was ich damals lehrte. Und der wahre Grund, warum sie mich holten, war, dass ich der Letzte in der Gruppe war. Der hier war in einer schweren Zeit. Und meine Ausbildung zusammen mit vielen anderen galt dem menschlichen Herzen. Ist mit dieser Atemarbeit, Zentrierung und dem Erlauben, dass der Geist zur Ruhe kommt. Und das ist gerade jetzt mit der Erde, so wie sie ist, voller Gedanken, Angst und herrschendem Chaos. Alle wollten, dass alles wieder normal wird, aber das normal wird, und das wird jeder sagen, der in einer gesegneten Zeit kommt, weil es so ist. Von jemandem, der meditiert. Alex, wenn du sitzend diese Energie spürst, was erfährst du gerade? Was kannst du über deine aktuellen Erlebnisse erklären? In meiner Meditationspraxis verbinde ich mich mit einer tieferen Kraft. Es fühlt sich an, als würde ich eine Verbindung zu dir, zu den Mitgliedern deiner Gruppe und zu einer höheren Kraft des Friedens und der Liebe aufbauen. Mein Bewusstsein öffnet sich zunehmend. Mit jeder Meditation erweitert sich meine Wahrnehmung. Sie wird weniger begrenzt, was es mir ermöglicht, die Welt anders zu betrachten. Die aufgestiegenen Meister, ihre Transzendenz, Erkenntnis und Selbstverwirklichung haben mich stets fasziniert. Durch mein Lernen über Juden, Jesus und andere Meister erkannte ich, dass alle denselben Pfad beschreiten. Ihr alle macht diese Schritte, um eure Sichtweise zu erweitern und die Welt neu zu sehen. Wer hinter dem Vorhang steckt und dann, oh, so funktioniert das alles, das muss ich mit allen teilen. Wenn das deine Frage klärt. Das beantwortet meine Frage wunderbar. Vielen Dank. Ja, das ist es. Stell dir vor, und ich weiß,
Es gibt so viele davon. Ich möchte Teile zusammenfügen. Also sagen sie, wartet, wir werden es sein. Wie auch immer, ich sage dir das. Die Atemarbeit und das Herz. Und jeder wird darauf eingehen, sogar die göttliche Mutter möchte sprechen. Also, Sie müssen verstehen, dass in deinem Körper ist alles, was er braucht. Und genau das haben wir ihr gesagt, als sie ihr Nahtoderlebnis hatte. Du hast bereits alles Nötige. Aber die Erde wurde in einer Frequenz gehalten. Stelle dir also vor, dass ich in nur wenigen Minuten hinausgeschoben werde. Stell dir vor, all diese Energie ist da, für dich und alle anderen. Sie werden es bemerken, es ist schon da. Es geht nur darum, es zu öffnen, dass sie es verstehen würden. Verschiedene Aspekte ihres Denkprozesses, was das Ego war und wie es sich entwickeln wird. Jetzt und dann, wie es fortschreiten wird. Und die Seele wird sich weiter öffnen. Daher ist der Name Ihres Podcasts wunderbar, denn genau das wird sich ereignen. Es ist mir eine Freude und ich weiß, wir werden uns wieder treffen und sprechen. Vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen. Danke. Die Erde wartet auf euch. Das möchte ich sagen. Sie streckt die Hände aus, sagt, lasst uns die Reise gemeinsam antreten. Also werde ich mitmachen. Grüße an euch. Ich bin wohl die, die man Mutter nennt. Ich nehme mir ein paar Minuten Zeit und dann, alle drängen sich gerade zur Tür. Also möchte ich einfach das, was Yogananda nicht getan hat, weiterführen und ausbauen. Mit dem Sprechen fertig werden möchte ich genau das. In deinem Herzen. In den Zellen deines Körpers. Sie tragen all diese Erinnerungen. Du musst verstehen, dass sie alles enthalten. Weißt du? Es ist ein Wiedererwachen zu etwas, das schon alle Bestandteile hat, um zurückzukehren. Das ist das Schöne daran, meine Liebe. Die absolute Schönheit dessen, was gerade passiert, selbst mit allem, was du um dich herum siehst. Und oft sehr schwierige Zeiten erlebt. Ich war auch die Mutter Jesu und habe viel durchgemacht. Das Leben meines Sohnes und seinen schmerzhaften Verlust. Stell dir vor, wie das war. Und wenn ich mir jetzt die Welt anschaue, sage ich, wir erleben harte Zeiten und diese zählt zu den schlimmsten für viele, die ihr Zuhause verloren und all das, was ihnen widerfahren ist. Doch ich würde Ihnen sagen, dass es Hoffnung gibt und jeden Tag Ihr Leben zu schätzen und wenn Wertschätzung ins Spiel kommt, wenn Liebe ins Herz getragen, nichts ist stärker und das Gruppenbewusstsein kann etwas erschaffen. Also werde ich das nächste zulassen. Bitte lassen Sie einen durchkommen. Vielen Dank. Danke, dass wir kommen durften. Alex, das ist wunderbar. Natürlich. Sie müssen verstehen, ich bin wirklich Jesus. Und es gibt einen. In uns allen war ein Drang, als wir wieder in einen Körper zurückkehrten, denn das haben wir. Und manche Menschen erkennen uns nicht. Es gibt so etwas, eine Schönheit im menschlichen Körper. Der Körper kann zu so viel heranwachsen, wie Sie beide gesagt haben. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Garten und jemand behauptet, dort sei ein Schatz vergraben. Sie graben und wühlen den ganzen Garten um, nur um diesen kleinen Schatz zu finden. Und plötzlich finden Sie ihn. Doch Sie investierten Zeit, um ihn zu finden, wirklich viel Zeit. Im Dreck wühlend, auf der Suche, wissend, dass es vergraben ist, dieser wunderschöne Schatz. Und ganz plötzlich hältst du es fest in deiner Hand. Und dir wird klar,
dass sich die Mühe wirklich gelohnt hat. Was hast du dann, wenn du fertig bist mit Wertschätzung? Nicht meine Arme schmerzen, nicht meine Beine tun weh, nicht Schultern plagen mich. Du siehst tatsächlich, dass all deine Mühe für etwas war. Und das ist es, was ich euch heute mitgeben möchte. Ich möchte, dass ihr erkennt, dass alles, was ihr in euer Leben steckt, um zu leben, das euch als echte Person verbessern wird. Loslassen können vorhandene Ängste und spüre diese Zeit, während du betest oder meditierst. Was auch immer es sein mag, das du fühlst. Berücksichtige es bitte. Es ist, als würde die Erde dich täglich berühren. Schau dir die Bäume an. Schau dir die funkelnden Dinge an. Sieh, dass es Unterschiede gibt. Ich bin Katumi. Danke sehr. Ich bin der heilige Franziskus. Gleichzeitig machen wir beide das gemeinsam. Interessant, denn unsere Lebenszeiten waren sehr verschieden. An euch alle und dich, Alex, muss ich sagen, es ist wunderbar. Ich danke euch und nochmals Dank dafür, dass ihr das gemacht habt. Es ist Zeit, dass die Welt erfährt, was wirklich passiert. Und es ist Zeit, den Weg zu gehen. Ich und das Leben des San-Volkes. Absolut. Die Vögel und die Schmetterlinge haben mir wirklich gefallen. Und das war eine wahre Geschichte. Dieser Teil war wahr. Einiges wurde übertrieben, aber das war eine wahre Geschichte. Und ich habe auch etwas gelernt. Wie drücke ich es aus? 2 Pfade wählen. Den Pfad gehen, der in jenem Leben leben wollte, um das Wort Jesu erneut zu verkünden. Ich verließ meine Familie und zog hinaus ins Abenteuer der Welt und landete schließlich. Du weißt meine Geschichte. Es war, als wandelte ich in 2 Welten, denn leben konnte ich nicht. Die Welt, in der ich aufgewachsen bin, ich konnte einfach nicht. Ich konnte nicht sehen, was geschah. Ich hatte tatsächlich eine Nahtoderfahrung, als ich vom Kreuzzug zurückkam. Und so habe ich die Wahrheit erlebt. Aber es ist jetzt nicht anders und niemand muss sterben, um das herauszufinden. Verstehst du? Wir sitzen hier und hören uns Todeserfahrungen an. Wozu? Wozu? Wofür sind sie gut? Sie zeigen uns, dass es mehr darüber hinaus gibt. Sie zeigen uns, dass jeder ein Individuum ist. Alle sind unterschiedlich, oder? Und sie schreiten voran auf das zu, was sie benötigen. Doch es wird eine Zeit auf dieser Erde geben, in der das Vereinen des Bewusstseins bereits geschieht und der Vater wird darüber sprechen. Die Vereinigung des Bewusstseins findet bereits statt und deshalb ist deine Angstbasis so voller Furcht. Und ich weiß es aufgrund dessen, was ich in jenen 2 Leben erlebt habe und viele andere, die unbekannt sind. Sie müssen verstehen, dass ihr alle werdet zu Lehrern für andere heranwachsen. Es gibt so viel Ruhm, das würde ich wohl genau so sagen. Also, ich weiß nicht, wie euer Zeitplan ist, daher lasse ich den Vater zurückkommen. Kommt rein. In Ordnung, sicher. Herzliche Grüße an Sie und meinen Dank ebenso. Haben Sie Fragen für uns? Zunächst einmal habe ich keinen Zeitdruck, also können wir uns eine Weile unterhalten, also machen Sie sich darüber keine Sorgen. Eine Hauptfrage, die ich an Sie habe, ist, wie lange her ist das? Seit wann existiert die Menschheit in irgendeiner Form auf der Erde? Ihre Art, Weise oder Form ist eine wunderschöne Frage. Sie haben eine Vergangenheit, die aufgedeckt wird.
Sie werden es sehen. Dass das, was auf dieser Erde bekannt war, sagen wir es so, für so lange bekannt sein wird. Sie werden Artefakte finden, sie werden verschiedene Dinge entdecken, die Zivilisationen aufzeigen. Sie wissen, es gab Lemurio, sie wissen, dass es das gab. Sie wissen bereits all das. Aber es gibt keine Möglichkeit, dass sie finden. Verstehen werden sie die höherdimensionale Realität erst vor Ort. Macht es für Sie Sinn? Ja, das tut es. Der Planet ist sehr alt, doch hier hat alles seinen Anfang genommen. Und danach, es hat begonnen. Weil man Geschichten und Wahlmöglichkeiten wollte, wegen eines Lebens, das auf bestimmte Weise gelebt würde. Ich empfehle dir, Alex, auf die Webseite zu gehen und dir einige Channelings anzuhören, die dort zu finden sind. So bekommst du mehr Informationen und dann können wir weiterreden. Aber Erde existiert schon. Seit so langer Zeit, Alex. Und man kann es nicht in einen Zeitrahmen fassen, denn manchmal, es gab keine Zeit. Verstehst du? Es war noch immer Erde. Sie war noch so, wie sie jetzt ist. Aber sie existierte nicht gleich. Feld der Energie. Macht das Sinn? Hat das Sinn gemacht? Es macht Sinn, denn als Ruth über uns sprach, waren wir viele Jahre zuvor auf einer höheren Schwingungsebene. Wir sind gefallen und streben nun danach, wieder aufzusteigen. Gehört das zu den Yugas? Ist es der Zyklus, den wir durchlaufen, wo wir zunächst höher sind, dann fallen und schließlich zu einem höheren Niveau zurückkehren? Sind wir auf dem Weg nach oben? Sprach Yukteswar darüber in seinen Lehren. Dein logischer Verstand, so wirst du es herausfinden. In dem Logikverstand ist offensichtlich und das ist es. Ja. Im logischen Verstand haben wir eine andere Wahrnehmung als ihr damit, aber es ist herrlich, was gerade passiert. Und ich denke, was ich sagen möchte, ist, dass dieser Moment genau jetzt ist so kostbar. Wenn Sie sich in all dem verlieren, was gerade jetzt in der Welt vor sich geht, Sie werden so vieles verpassen. Sie verpassen so vieles, werden Sie. Stellen Sie sich vor, es gibt die dritte Dimension, okay, und die vierte, über die alle reden, und dann gibt es noch die fünfte, okay. Und was wäre, wenn du bewegst? Aber du bist immer noch sehr wie die Erde, so wie sie ist, oder du hast Angst, oder du bist abhängig von der dreidimensionalen Realität. Ich möchte dir sagen, wenn du nur lernen würdest zu vertrauen, dieses eine Wort, Vertrauen, und das, ein Wort des Dankes und gib die Erlaubnis zu sehen, was passiert. Denn es ist überall rund um dich. Nun darf ich Ihnen eine Frage zu den aufgestiegenen Meistern stellen. Wie Sie sagten, auf und ab zwischen der dritten, vierten und fünften Dimension, wenn ein inkarnierter, aufgestiegener Meister schließlich Selbstverwirklichung erlangt, vollkommen erleuchtet. Sie sind immer noch in der dritten Dimension verankert, steigen jedoch sozusagen bis in die fünfte und höhere Dimension auf und kommen wieder herunter. Ist das Auf- und Absteigen korrekt? Ja, sie steigen höher. Sie können in zwei Dimensionen zugleich sein. Das würdest du finden, die Realität der dritten Dimension, davon ernährst du dich. Deine Seele und Geist leben noch in der Realität der dritten Dimension, sind aber allmählich im Übergang und pendeln hin und her zwischen diese Realität und höhere Realitäten. Das ist der Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn andere Leute euch angerufen haben. Ich habe gerade Stunden verloren. Es ist der Zeitrahmen. Du hast ihn nicht verloren, aber du hast dich in unterschiedliche Schwingungsfrequenzen bewegt. Und deshalb, was Mutter immer sagt, und ich werde es für sie sagen,
weil sie es nicht sagen konnte, du musst dein Herz trainieren. Es ist wie bei Atemübungen. Es ist keine Arbeit. Es ist nicht einfach nur da sitzen. Okay, meins. Halt den Mund. Es geht um Atemarbeit-Praxis. Genau dies erreicht man mit Klangübungen. Atemarbeit wird mit Schwingungsfrequenzen geübt. Sie trainieren diesen Teil von sich, der sich bewegt, und beginnen, den erzielten Fortschritt zu genießen. Ich behaupte nicht, dass Menschen nicht meditieren müssen, aber sobald sie es gelernt haben, sollten sie das schätzen, was sie erwähnten, denn ich hörte zu. Es gilt, dies im Leben umzusetzen. Es in jeden Schritt ihres Lebens, jeden Atemzug, alles zu integrieren, sodass sie visualisieren eine zentrierte Realität durch das Chaos. Du siehst das Chaos. Wenn du eine Person beobachtet hättest, sie war aufgestiegen, haben eine Gestalt angenommen und lehren. Sie können alles sehen. Manchmal herrscht Trauer vor. Wenn jemand stirbt oder Sie kennen das aus den Schriften von Yogananda. Er war in Trauer. Diese Dinge sind da, doch man lernt damit umzugehen. Mit beiden zusammen. Es geht nicht darum, Scheuklappen aufzusetzen und nichts zu sehen. Wir sagen, wenn jeder etwas geben würde und sagt Liebe 6-mal in jeder Stunde, ihr würdet staunen, was geschehen würde. Wiederholt das Wort Liebe so oft wie möglich. So oft möglich. Wiederholt das Wort Liebe. Liebe ist undefinierbar. Liebe ist fließende Bewegung. Also das bedeutet, wenn du da stehst und schaust und wenn alles um dich verrückt scheint, nutze Atemtechniken. Sag eine positive Affirmation. Benutze Liebe. Und wenn das jeder oder viele machen würden, würde sich diese Energie verbreiten. Ihr seid ein Kollektiv und bewegt euch mehr Richtung Einheit, als ihr denkt. Ihr seid es. Deswegen können wir jetzt gerade sprechen. Verstehst du das? Ich verstehe. Wir wechseln in eine höher frequente Realität. Je mehr Liebe du gibst, desto häufiger du auch nur das Wort Liebe sagst. Du vertraust einfach, verstehst und machst Zugeständnisse. Es entwickelt sich so, dass es andere durchdringt und dann begreifen es die anderen. Und wie Sie wissen, wurde dies von allen großen Lehrern gelehrt. Natürlich darf ich fragen bezüglich großer Lehrer wie Maharishi oder Yogananda. Gibt es eine Energie, ein Feld um sie, das sie beliebig klein oder groß machen können? In diesem Feld erlebt man völlige Glückseligkeit. Das habe ich gelesen und studiert. Ich sprach mit Menschen, die bei Maharaji waren und andere Yogis, dass sie einfach fühlen, sie möchten nicht gehen, sie sind fast berauscht davon. Stimmt das? Was ist das? Was ist diese Energie? Diese Energie ist, also gut, nun in menschlicher Gestalt. Die Mehrheit der Menschen lebt in 3 Energiefeldern. Sie leben in den grundlegenden 3 Energiefeldern und das ist ihr Alltag. Der 4. ist ein weiterer Schutzschild und der 5. beginnt in die Seelenebenen einzudringen. Und so. Sie sind in der 3. Dimensionsrealität, leben meist in der 1. Mit der 4. als einem schützenden Schild, fast wie eine schützende Hülle. In Ordnung. Also sobald Sie, Meister, ich würde sagen, beginnen Sie damit, Ihre Gedanken, Gefühle und Energieausrichtung zu beherrschen, was und wie Sie denken und fühlen. Es ist nicht schwer. Sie denken, oh, ich muss 7 Jahre in ein Ashram gehen. Es ist gerade nicht schwer, weil sich die Energie der Erde verändert. Aber es ist etwas, das machbar ist. Und so, wenn das zu schmelzen beginnt, dieser Schutzschild um dich herum, dieser Schutzmantel,
Wenn der zu schmelzen beginnt, dann geschieht das allmählich. Es kann nicht sehr schnell gehen. Ich meine, es könnte jetzt gerade, aber du musst im Gleichgewicht bleiben, wenn es schwindet. Doch in dem Moment, wo Ego und Geist aufeinandertreffen, erkennt man plötzlich den Rucksack. Es kann losgelassen werden. Du brauchst nicht all das, wofür die dreidimensionale Realität bekannt ist. Wie man mit Angst umgeht. Ich habe Kummer, weine, schlage auf ein Kissen. Das ist es eben. Deine Energiefelder beginnen zu wachsen. Also, das ist es, was viele von uns auf dem Planeten gerade zu vermitteln versuchen, wie das geschieht, nicht zu lehren, sondern euch das Erleben zu ermöglichen. Das trifft es viel besser. Macht das Sinn? Das ist eine wunderschöne Antwort. Vielen Dank dafür. Gibt es etwas oder einen Rat, den du Menschen geben kannst, die den Weg der Erleuchtung oder der Selbstverwirklichung beschreiten möchten? Könntest du diese Frage etwas ausführlicher erläutern? Wenn du den spirituellen Pfad eines Yogananda oder Jesus beschreiten und in deinem Leben deren Verständnis und Bewusstseinsniveau erreichen möchtest, stellt sich die Frage, was können Menschen tun, um sich für diese Reise zu öffnen? Wenn ich das sage, wirkt es vielleicht, als bewerbe ich nur dieses Buch, aber wir alle haben es erprobt. Es funktioniert. Andere bringen auch wirksame Ideen voran, Alex. Aber dieses hier wurde vorgebracht, um in die Welt hinauszugehen und zu sehen, was vor sich geht, um dich zu verändern, wenn du dazu bereit bist. Keinen Widerstand gegen Veränderungen. Sie hat den gesamten Prozess durchlaufen, hat es gelernt, oft gelesen und allem zugehört, was wir sagten. Und eines Tages fragten wir, was ist dein Schlüsselwort, das dich bindet? Dein zentrales Wort des Negativen. Und sie dachte, okay, also es ist nicht Angst. Sie atmete tief ein und sagte, ich vertraue nicht. Und sie konnte es nicht fassen, denn sie vertraut allem. Allem. Und sie fragte, was ist das? Und wir sahen sie an und sagten, wem misstraust du? Sie sagte, dem Menschen verkörpert. Die Erde, hier zu sein. In ihrem Innersten gab es ein Misstrauen. Und sobald sie das überwand, kamen sie. Es ist wirklich unglaublich, denn man muss einfach nur die Augen offen halten. Als hätte sie es nicht getan, wenn nicht. Nicht in Ordnung. Als sie Musik fand, zu der sie gehen konnte, war es mit Om Namah Shivaya Gesang. Und so, sie erkannte damals, dass ohne Zuhören sie keine Stimme gehabt hätte. Sie hätte nicht singen, keine Melodie tragen können, sie kannte die Musik nicht. Also ist es. Das widerfährt den Menschen. Dir werden Gaben geschenkt, doch bist du bereit, die Herausforderung anzunehmen, zu entdecken, was sie sind? Wie Jesus sagte, das Kostbare ausgraben. Etwas in, wo auch immer er im Garten war. Der Schatz, nehme ich an. Ich liebe seine Geschichten. Also wie auch immer. Es ist, ich denke, das würde ich sagen, es ist hier, falls Interesse besteht. Und wir würden Energie lenken und so weiter. Aber ich bin mir sicher, dass auch andere Leute ihre Dinge haben. Und jeder ist ein bisschen anders. Aber versteh das bitte. Ja, fahr fort. Nein, fahren Sie bitte fort. Es gibt kein Perfekt als Fundament des Spiritualismus. Für einige ist es genau das Richtige und du kannst es annehmen. Aber was momentan wohl verstärkt vermittelt wird, ist, dass man lernen muss, sich seiner selbst bewusst zu sein. Nimm deine eigene Spiritualität und geh damit weiter, denn sie ist gut. Also wirklich, gibt es noch andere aufgestiegene Meister, die kommen und sprechen möchten? Ich spüre, dieser hier geht, oh nein. Ich bin Babaji. Sie traf mich eben, ich bezeugte es, war stets bei ihr. Sie wusste nie, wer ich war. Mein Buch stand in ihrem Regal, neben Yogananda seit 25 Jahren.
Und ich sagte ihr, und ich sagte, warum gehst du nicht ins Regal? Und dann tat sie es. Sie stieg auf ihr Bücherregal und sie sagte, nein, bist du nicht? Und er erwiderte, warum schaust du nicht selbst, ob ich es bin? Also, es war ein langer Weg hierher. Sie hat nicht erwartet, dass ich komme. Ich habe nicht wirklich viel durch sie gesprochen, außer für Informationen, für das Buch, aber sie wusste nicht, wer ich bin. Also, hast du irgendwelche Fragen an mich? Oh, Babaji, ich habe so viele Fragen an Sie. Wie Sie sehen, habe ich hier Ihre Statue und dort drüben noch eine weitere von Ihnen. Sie zusammen mit Yogananda. Sie gehen, wer geht. Wer möchte hier reingehen? Ich gehe jedenfalls. Legenden besagen, du lebst noch. Durch den Himalaya wandern. Der große Meister aller Meister, der Lehrer aller Lehrer. Immer wenn ich nach deinem Kanal fragte, sie würden sagen, oh, er ist der Meister, er ist immer da, er ist der Älteste von uns. Ist das wahr? Und bist du immer noch? Ich weiß, du könntest gleichzeitig an mehreren Orten sein, wie Yogananda in seinem Buch beschrieb, aber ist das wahr? Und warum bleibst du hier, wenn es wahr ist? Ich möchte die Antwort, die letzte fragen, und zwar, ist es wahr? Viele von uns kommen immer wieder. Jesus ist oft auf der Erde und niemand bemerkt es. In den Himalaya-Bergen würden die Menschen es erkennen. Sie würden mich sehen. Sie könnten diese Essenz in der Welt erblicken. Im Alltag würden die Menschen uns gar nicht bemerken. Aber ja, wir kehren zurück und der Grund dafür ist, wir lieben die Erde sehr und es ist irgendwie in ihrem Körper. Da kommen mir die Tränen. Wir lieben die Erde und möchten, dass sie wieder wird, was sie war. Ich denke, das ist die Botschaft, die wir den Menschen geben wollen. Ihr könnt das schaffen. Nichts hält euch zurück. Ihr könnt das schaffen. Wir möchten nicht allein gehen müssen und ihr alle könnt das. Ihr könnt dem Karma entfliehen, aber existiert es wirklich? Das ist ein anderes Thema. Ja, das tue ich. Ich wandere auf der Erde und nicht nur dort. Und wie überwinden wir Karma? Denn das ist ein Thema, das so viele gerne verstehen würden. Ihr eigenes Karma. In Ordnung. Was ihr bei ihrer letzten Nahtoderfahrung gesagt wurde und was wir erklärt haben und worüber wir oft sprechen, ist, die Karma-Basis fußt auf einer niedrigeren Realitätsdimension. Also, das ist der Grund, warum Jesus sie bei einer Nahtoderfahrung begrüßte, sagte er, jeder kann das. Jeder. Es ist egal, wer du bist, was du erlebt hast. Das wird passieren. Und so kam sie zurück von ihrer Nahtoderfahrung und sie hatte eine Gruppe von Menschen und sie sagte, Jesus sagte, wir könnten genau das tun, was er tat. Du weißt, wo das hinführt. Aber jetzt werde ich es sagen. Ihr könnt genau das tun, was wir tun. Die Erde erhöht erneut ihre Schwingungsfrequenz, um das Karma sich auflösen zu lassen, während ich meinen Weg gehe. Ihre Anwesenheit jetzt. Ich möchte Ihnen wirklich sagen, was ich vorhin sagte. Wenn jeder Mensch tief in seinem Herzen die Liebe zu dieser Erde spüren könnte, würde das Ganze sich erheben und bewegen. Also werde ich mich jetzt verabschieden und Sie wieder hereinbitten. Und Gott segne dich. Und danke, Alex. Danke, Babaji. Gut, bist du wieder da? Ich glaube ja. In Ordnung. Jetzt werde ich noch ein paar weitere Fragen stellen. Die stelle ich all meinen Gästen. Möchtest du, dass die Meister hereinkommen und diese beantworten, oder möchtest du sie selbst beantworten? Wir beantworten sie alle zusammen. Klingt das gut? Klingt gut. Also, du könntest jemanden mitbringen. Ich stelle die Frage und dann kann, wenn jemand möchte, jemand dazukommen. Meine erste Frage: Was ist Ihre Definition eines erfüllten Lebens? Das Leben zu begreifen
und es in jeder Faser deines Körpers zu fühlen. Alles, was du siehst, ist Leben. Genieße es also, Freude, Liebe und hab Spaß. Was ist deine Gottesdefinition? Jedes Ding, das du betrachtest. In jedem Moment deines Lebens ist Gott genau hier in dir und in allem Existierenden. Was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Entdecke dein reines Wesen tief in dir selbst, um jene Herrlichkeit in dir zu finden, von absolut göttlicher Liebe und Wärme. Und meine allerletzte Frage. Haben die Meister abschließende Worte für unser Publikum? Sie können nacheinander diese Frage beantworten oder Ihre letzten Worte teilen. Unsere letzten Worte an dich, Alex, und an alle. Du lebst auf dieser Erde in der schönsten Zeit, die du je erleben könntest. Erinnere dich an die Zeit, als sie von ultimativer Schönheit war. Eine Erinnerung soll in deinem Herzen, in deinen Zellen, in jedem Wesenszug deiner Beobachtung aufkeimen. Durch Herzensweisheit wirst du dich erinnern, was du einst warst. Das höchste Ziel ist nun, der Erde zu erlauben, wieder zu dem zu werden, was sie war. Möge der Segen zu dir gelangen und ich danke dir herzlich. Vielen Dank. Ich schätze wirklich sehr, was du tust und ich schätze auch dich als Person. Vielen Dank an alle. Wir schätzen dich wirklich sehr. Möge der Segen mit euch sein, mit euch allen. Und du bist da. Ich bin hier und dann wieder nicht. Meistens so. Also, das war bemerkenswert. Ruth, das war wirklich eine wunderbare Sitzung und ich hoffe, diese Informationen erreichen die Menschen und sie hören sie. Ich denke, diese Folge wird die Menschen erreichen, die sie erreichen muss und hoffentlich noch weiter. Wo können sich die Leute mehr über dich, das Buch und deine Arbeit informieren? Unsere Webseite lautet wisdomoftheheartarc.com. Sie können mich auch unter der E-Mail-Adresse ruthlovelove@yahoo.com erreichen. Unsere Webseite bietet Channelings, Musik und vieles mehr. In naher Zukunft planen wir, entweder einen Podcast zu starten oder auf einer anderen Plattform aktiv zu werden. Wer Interesse hat und sich anmelden möchte, wird von uns entsprechend benachrichtigt. Derzeit versenden wir Newsletter an alle Abonnenten mit Botschaften der Meister, persönlichen Gefühlen, die Daniel und ich teilen, sowie neuer Musik, die wir kreiert haben. Oh, das ist fantastisch. Noch eine abschließende Botschaft für das Publikum? Nun, erstens, Alex, danke ich dir. Wie ich schon sagte, ich fragte nach. Mir wurde gesagt, eine Tür öffne sich. Doch nie hätte ich erwartet, dass sie so überraschend um die Ecke erscheint, wie ich sie entdeckte. Ich danke dir, dass du da warst. Meine letzten Worte an alle. Seid glücklich. Beginne zu atmen und spüre die Wärme in deinem Herzen und das Wort der Liebe, das du überm Kopf trägst. Es ist wunderbar, wir erleben eine großartige Entfaltung. Ich bin so glücklich. Danke dir, Alex, sehr herzlich. Vielen Dank für deine Mühe und Arbeit über die Jahre. Wir hoffen, dir helfen zu können, die Botschaft des Meisters zu verbreiten. Ich schätze dich sehr, mein Lieber. Nochmals herzlichen Dank. Ich schätze dich. Danke, Alex. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.